Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich in der Gedenkstätte Todesmarsch im Beloer Wald. Besonders begrüßen möchte ich die französische Botschafterin Annemarie Descot, die Brandenburger Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle, und die Landtagspräsidentin des Landtags von Brandenburg, Ulrike Liedtke. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und Andreas Meyer-Schwarz wollte ich noch gerne begrüßen als Vertreter des Internationalen Sachsenhausen-Komitees und auch des Deutschen Komitees. Vielen der Überlebenden war und ist die Erinnerung an den Todesmarsch, ist auch diese Gedenkstätte besonders wichtig. Ich selbst habe über Below etwa mit dem inzwischen 100-jährigen Leon Schwarzbaum und Alexander Fried sprechen dürfen, der heute in der Nähe von Weiden im Norden Bayerns lebt. Josef Rothbaum, der als jüdischer Junge aus Polen mit gerade 13 Jahren den Todesmarsch überlebte, kam 2004 hierher, um von seinen Erfahrungen zu berichten. Über ihn wird auch in der Ausstellung Bruchstücke 45 berichtet, die Sie online besichtigen können. Wir sind ausgesprochen dankbar für die prägenden Begegnungen mit den Überlebenden und auch dafür, dass sie uns an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Die meisten von ihnen leben heute nicht mehr, 76 Jahre nach der Befreiung, aber sie haben uns ihre Geschichten hinterlassen, die wir weitertragen und diskutieren. Gerade in Zeiten, in denen persönliche Begegnungen kaum möglich sind, wir nicht gemeinsam gedenken und debattieren können, Zeiten, in denen alle möglichen Fehlinformationen, falschen Behauptungen oder krude rassistische Verschwörungstheorien durch das Netz geistern, brauchen wir historische Aufklärung, auch und besonders im digitalen Raum, mit Bezug zu den historischen Orten der Verbrechen und vor allem mit Hilfe der Aussagen derjenigen, die überlebt haben und Zeugnis ablegen können. Um abschließend die Bedeutung des Gedenkens mit den Worten Primo Levis auszudrücken. Ich zitiere: Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Es kann geschehen, überall. Zitat Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die an den Bäumen im Beloer Wald, und zwar hinter uns befindlichen, noch heute sichtbar fehlenden Rinden, die eingeritzten Inschriften der verzweifelten und der entkräfteten Menschen sind Zeugnisse, die, glaube ich, nicht nur mich tief berühren. Die grausamen Geschehnisse lassen sich nicht rückgängig machen, aber ich kann mich stets aufs Neue hinterfragen, wie ich mich angesichts von Alltagsrassismus, Ausgrenzung und Ungerechtigkeiten heute ganz konkret verhalte. Wie verhalten wir uns eigentlich heute, wenn auf Corona-Leugner-Demos die Opfer oder das Gedenken an die Opfer pervertiert wird, indem Davidsterne getragen werden mit dem Wort ungeimpft? Wie verhalten wir uns eigentlich, wenn ausgefallene Kindergeburtstage verglichen werden mit dem Schicksal von Anne Frank? Wie verhalten wir uns eigentlich angesichts von Verbrechen in vermeintlich fernen Ländern, deren Krieg, Terror und Verzweiflung uns täglich über den Medien berichtet oder über die Medien gespiegelt wird? Wer wegsieht, wer eine schwierige Gewissensentscheidung vermeidet, der verweigert dem Opfer alles, was ein Mensch dem anderen schuldig ist. Empathie und Hilfe und vielleicht auch manchmal nur die bloße Zeugenschaft für erlittenes Unrecht. Und wer meint, dass Antisemitismus und Rassismus etwas Historisches ist, etwas Historisches, das unserer doch so aufgeklärten Gesellschaft Fremdes ist, der wird es nicht wahrlich bekämpfen können. Denn am Ende des Tages geht es darum, dass der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus ein Kampf um unsere Aufklärung ist.
Ich erinnere mich an den Bericht aus den Memoiren von Marcel Sureau, der den Marsch nach der Befreiung des Lagers Sachsenhausen schildert. Ich zitiere: Glücklicherweise für uns gab es in dem Jahr Löwenzahn, den kannten wir, Brennnesseln, wir aßen Blätter, Wurzeln. Es gab welche, die hatten abgekratzte Baumrinde, um daraus eine Art Mehl zu machen. Einige hatten keine Reiben, die sie sich gemacht hatten, kleine Reiben, die sie sich gemacht hatten. Wir haben die Blätter der Büsche gegessen, wir haben Stöcke von den Büschen geschnitten, um uns Unterstände zu bauen, einige Zweige und unsere Decken darüber gelegt, um darunter schlüpfen zu können. Ende des Zitats. Das alles konnten wir in der Ausstellung sehen. Danke für die Führung. Trotz dieser Erfahrungen haben die ehemals Deportierten die Kraft und die Worte gefunden, um ihre Erlebnisse weiterzugeben. Und das in einer Gesellschaft, die dieses Thema lange Zeit verschwiegen hat und die Berichte nicht hören wollte. Viele der ehemals Deportierten haben sich nach dem Krieg für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich eingesetzt, die 1963 mit dem Élysée-Vertrag und 2019 mit dem Aachener Vertrag besiegelt und nochmal verstärkt wurde. Da die Ära der Zeitzeugen allmählich der Ära der Archive weicht, werden die physischen Orte der Deportation in Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei der Übermittlung der Erinnerung spielen müssen. Sie haben eine unersetzliche Aura und sind die unauslöschlichen Spuren nie dagewesener Verbrechen. Der Erhalt von Erinnerungsorten, ihre Aufwertung, aber auch die Organisation des Austausches über die Brücken, die wir zwischen Frankreich und Deutschland bauen, werden sowohl die Weitergabe von Wissen als auch das Gegenüberstellen historiografischer Perspektiven gewährleisten. Um diese Erinnerungsorte, die ein Ort des Austausches und der Innovation sind, bauen wir gemeinsam ein deutsch-französisches Gedächtnis auf. Ich habe einen Auszug aus dem Zeitzeugnis von Guy Chatinier, dessen Gesundheitszustand eine Reise nach Deutschland leider nicht mehr erlaubt, ausgewählt. Wir schreiben den 26. April 1945. Im Wald bilden sich Gruppen entsprechend ihrer Gesinnung, um dem Unglück besser die Stirn bieten zu können. Ein Leitgedanke, ein einziges Trachten erhält uns aufrecht, den Durst und den Hunger im Zaume zu halten und uns vor der Kälte zu schützen, die sich in unserer armseligen, zerschlissenen Kleidung vom eisigen Wind durchnässt festgesetzt hat. Die Butterblumen, die Brennnessel, die tiefer hängenden Blätter sind verschwunden. Die Gräser und Bucheckern werden immer seltener. Die Baumrinde wird abgeschält, um sich davon zu ernähren, als auch das Feuer zu speisen. Der kahle Baumstamm wird abgekratzt, um eine Art Holzteig herauszustellen, dem ein Löffel voll Grütze zugefügt wird, um ihn dann am 26. April zu gleichen Teilen an jeden Einzelnen zu verteilen. Im Wald sind einige, völlig entkräftet, in ihre Decken gehüllt, auf den Erdboden niedergesunken. Sie werden nicht mehr aufstehen. Abgeschnitten von jedem menschlichen Wort, unterworfen den Misshandlungen, niedergeknüppelt, aber nicht widerlegte, verschwundene, aber niemals vergessene. Als sich die Soldaten der Roten Armee mit großer Kraftanstrengung der deutschen Reichshauptstadt näherten, beschloss die SS, das Lager Sachsenhausen zu evakuieren und tausende Häftlinge am 20. und 21. April 1945 auf den Todesmarsch in Richtung Norden zu treiben. Vor fast genau 76 Jahren, am 22. April 1945, wurde das Konzentrationslager Sachsenhausen durch Angehörige der sowjetischen und polnischen Armee befreit. Die Soldaten fanden noch etwa 3000 kranke und gebrechliche Häftlinge im Lager vor. Währenddessen marschierten die Häftlinge weiter. Die Marschroute war von Blut getränkt. Die SS erschoss rücksichtslos alle erschöpften Häftlinge, die den Strapazen des Marsches nicht mehr standhalten konnten.
Der ehemalige deutsche Sachsenhausen-Häftling Wolfgang Schipanski nahm am Todesmarsch teil und erinnerte sich an seinen Aufenthalt hier in Below. Ich zitiere: An diesem 24. April kamen wir in den Wald von Below. Dieser Wald wurde für einige Tage unsere Raststätte und für viele unserer Kameraden zum Friedhof. Wir bauten aus dem spärlichen Unterholz des Waldes Schutzdächer und sammelten Laub und Tannennadeln für eine Lagerstatt. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, jagte uns die SS in das angrenzende, viel dürftigere Waldgebiet. Wir hatten unsere Ruheplätze für die SS gebaut. Neue Laubhütten wurden mühevoll errichtet. Lagerfeuer blinkten auf und wurden sofort verboten. Als das Verbot missachtet wurde, ließ der Lagerkommandant Kolb 2 Mann rigoros aufhängen. In unserer größten Not trafen Lastautos mit Lebensmitteln des schwedischen Roten Kreuzes ein, die mit großem Jubel begrüßt wurden. Wir erhielten je 6 Mann ein Paket. Das rettete vielen das Leben, aber für andere kam es zu spät. Das Leid und der Schrecken, den tausende Menschen in diesem Wald und auf ihrem Weg hierher erleiden mussten, das wird immer Teil unserer Identität sein. Und das muss auch so sein. In den letzten Jahrzehnten mahnten uns die Überlebenden, die Zeitzeugen, die Hinterbliebenen unermüdlich, welcher Schrecken und welches Elend durch Menschen angerichtet wurden. Doch wir müssen lernen, selbst zu mahnen, denn die Stimmen der Zeitzeugen werden weniger, werden leiser. In einer Zeit, in der Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus auch in Deutschland wieder verbreitet sind, dürfen wir nicht wegschauen, indem wir Schuld und Verantwortung von uns weisen. Wir und jeder Einzelne müssen die Geschichte in unseren Herzen tragen. Die Namen der Toten, der Geschundenen, der Gequälten nicht vergessen und immer wieder entschlossen an sie erinnern. Vielen Dank.